Wir haben auch über unseren subtiles Körper kennengelernt. Wir haben auch die wahre Bedeutung von Yoga erfahren. Das werden wir auch heute kurz wiederholen. Für diejenigen, die uns vielleicht auf Facebook oder auf YouTube schauen und erstes Mal das erleben oder erstes Mal das kennenlernen, werde eine kurze Einführung geben. Und danach gehen wir in die wichtigste Sache unserer heute Sitzung, das ist die Meditation. Und wenn wir sagen, heute unser Thema ist die wahre Bedeutung. Die wahre Bedeutung, was bedeutet das? Die wahre Bedeutung von Sahaja Yoga oder von Yoga. Wie wir letztes Mal auch gesprochen haben, dass die Yoga ist nicht, wenn man auf dem Kopf steht, Yoga ist nicht auf verschiedenen körperlichen Übungen. Yoga ist auch nicht, wie gelenkig wir sind. Yoga bedeutet auch nicht, dass wir auf irgendwas anschauen oder irgendwas betrachten oder auf irgendwas konzentrieren. Yoga kommt aus einer kleinen Teil Sanskrit-Wort Yuj und Yuj bedeutet Wiedervereinigung oder Verbindung mit den allerdurchdringenden göttlicher Kraft, wenn wir an Gott glauben, oder universelle Kraft. Und diese Wiedervereinigung, diese Yoga zu kriegen, ist in uns schon eine Vorbereitung. Ist das mit uns geboren. Und was mit uns geboren ist, was man auch hier neben mir sehen kann, unser subtiles Körper. Und auch, was ist mit uns geboren, ist eine subtile Energie, die ein Teil von aller durchdringender göttlicher Kraft in uns ist. So, wenn wir über den Yoga sprechen, lass uns ein bisschen tiefer in den Yoga, dieser Wortbegriff Yoga gehen. Wir sind alle eine komplexe Kombination aus 4 Aspekten. Körperlich, mental, emotional und spirituell. Ich habe gesehen, dass meistens so, in den Westen ist das so, dass die spirituelle Aspekt ist meist ignoriert oder man kommt ganz spät dazu irgendwie. Aber wenn dieser eine Aspekt in uns verstärkt ist oder stark ist und sehr gut etabliert ist, dann dieser eine Aspekt unterstützt die anderen 3 Aspekte, körperlich, mental und emotional. Wir als eine komplexe Kombination, man kann sagen, wir sind auf die höchste Niveau von in diesem Universums. Und dieser Yoga oder auch Sahaja Yoga ist die letzte Schritte in menschlicher Evolution, wo wir unsere wahre Verbindung, Wiedervereinigung kriegen mit der Kraft der Quelle, der uns erschaffen hat. Und Yoga im Prinzip fängt davon an, dass wir haben in uns ein Bewusstsein, ein wahren Selbst. Und diese reine Selbst habt ihr bestimmt in verschiedenen Skripturen schon mal gehört, dass wir alle sind in den Reflexionen von Allmächtigen gemacht. Wir alle haben ein Licht in uns. Es kommt bald die Weihnachten. Und wir versuchen heute, dass diese innere Licht, das unser reines Selbst ist, noch stärker und noch Präsenz in unseren Bewusstsein zu bringen, in unseren Aufmerksamkeit zu bringen. So vor dem Yoga, das ist, bevor wir diese Wiedervereinigung mit den Quellen nicht haben, haben wir überhaupt keine Erfahrung von unserem reinen Selbst, das in unserem Herz residiert, in unserem Bewusstsein. Wir sind gar nicht davon bewusst. Vielleicht haben wir nur davon gehört, es gibt ein reines Selbst in uns, allerreinigste Selbst in uns, man kann sagen, frei von aller Identifikationen, frei von aller Emotionen, Gefühle, einfach absolut rein. Und dieser reine Selbst, wenn das in unserer Aufmerksamkeit erleuchtet ist, wenn das in unserem Bewusstsein kommt, das ist die erste Stadion von Yoga. Und das passiert durch unsere subtile Energie, die mütterliche Kraft in uns, die Kraft, man kann sagen, die Kraft von aller durchdringenden Göttlichen oder dem Universum. Und jeder Mensch auf dieser Erde hat diese Kraft in sich. Und diese Kraft, diese Energie, die in Kreuzbein residiert, gibt uns die Yoga, das ist die Wiedervereinigung mit den Quellen, aus wo wir kommen, gibt uns die Wiedervereinigung mit den allerdurchdringenden göttlichen Kraft des Universums. Und diese Kundalini in ihrem Aufstieg, wenn sie auf unsere Herzebene kommt, bringt uns direkt in Verbindung mit unserem reinen Selbst.
Und wenn das passiert, dann fängt dann in uns automatisch die Freude, Stille und Frieden etabliert zu werden. Und dann diese Kundalini, dieses reine Energie, diese Kraft in uns, diese Energie in uns, dass die mit uns geboren ist, steigt weiter nach oben und kreuzt hier unseren sechsten Zentrum, durchdringt dieses sechste Zentrum und dann das siebte Zentrum. Und wenn das passiert, dann haben wir unseren Selbstverwirklichung erhalten oder erreicht. Die Aufstieg von Kundalini, von Kreuzbein, entlang der Wirbelsäule, entlang unseren Zentralkanal und gibt uns dann die Verbindung mit den Ganzen, nach dieses, sie von dem siebten Zentrum rauskommt, ist dieser Prozess von Selbstrealisation oder Selbstverwirklichung. Und wenn das passiert, dann sind wir in Verbindung mit unserem reinen Selbst. Und langsam, langsam, mit regelmäßiger Praxis des Meditations, werden wir noch bewusster davon, werden wir noch eine tiefere Verbindung, tiefere Identifikation mit unserem reinen Selbst haben. Mit diesen Worten fangen wir an, unsere heutige Meditation. Und wir werden auch das Video von Shmataji Nirmala Devi schauen, die Gründerin von Sahaja Yoga Meditationstechnik, wo sie auch über das wahre Yoga spricht. So lassen uns vorbereiten für die meditative Zustand. Ich teile mit euch mein Bildschirm, dass ihr den subtilen Körper noch deutlich und klarer sehen könnt. So. Wie wir letztes Mal auch gemacht haben, lassen wir beide Hände ganz entspannt auf dem Schoß. Schließen wir unsere Augen. Als Menschen, manchmal rennen wir weg von der Realität. Oder man sagt auf Englisch, we don't want to face ourselves and we run away from the reality. Das bedeutet, dass wir nicht uns anschauen wollen, wie es uns geht. Oder manchmal, wenn wir auch anschauen können, wollen wir das nicht akzeptieren. Und auch wenn man akzeptiert hat, dann fängt man an, sich selber zu beurteilen. Wir sind alle Menschen manchmal sehr komplex. Jetzt versuchen wir einfach als dritte Person unseren jetzigen Zustand zu beobachten. Das ist so, wie man sagt, vor der Meditation prüfen wir unseren Zustand. Und dann sehen wir nach der Meditation, ob was verändert hat, ob was positiv verändert hat. Das Yoga ist vollkommen basiert auf aktueller, authentischer Erfahrung, dass man auf das zentrale Nervensystem beweisen kann. So, es gibt keinen Platz für Blindglauben. Alles passiert tatsächlich auf unserem zentralen Nervensystem. Und ein Teil davon sind unsere Handflächen. Und deswegen haben wir unsere Handflächen geöffnet, ganz gemütlich, auf dem Schoß gelegt. Einmal prüfen wir, wie geht es mir heute? Und wie geht es mir heute? Hat dann auch noch verschiedene Fragen. Wie ist mein emotionaler Zustand? Wie sind meine Emotionen? Gibt es irgendwelche Unfrieden, unruhige Emotionen? Gibt es irgendwelche emotionale Träger, emotionale negative Gefühle oder komplexe Emotionen in uns? Wir nur betrachten unsere emotionale Seite. Nicht beurteilen, weil die sind alle, wie wir letztes Mal gesagt haben,
diese Unruhe, Unfrieden oder alles, was vielleicht nicht so in Ordnung in unserer emotionalen Seite ist einfach nur ein Symptom von Ungleichgewicht in unseren verschiedenen Kanälen und Zentren. Und wenn wir diese Ungleichgewicht oder Blockaden loswerden, dann sind wir nochmal ganz rein und absolut in Ordnung. Man kann das so verstehen, dass man hat eine weiße Kleid um dich herum. Das ist im Prinzip weiß und rein und schön, voll mit Frieden und Freude. Und dann kommt manchmal manchen Flecken auf diese Weißstoff durch verschiedene Einflüsse, durch verschiedene Aktionen oder Bewegungen, das wir machen. Aber wenn wir dieses weiße Stoff wieder waschen, dann gehen diese Flecken weg. Und dann kriegen wir unseren weißen Stoff wieder zurück, das wir tragen. Und dieser weiße Stoff ist genau das reine Selbst in uns. Das sind wir in Realität. Ohne sich selber zu beurteilen, betrachten wir, wie sind meine Gedanken heute? Wie ist mein mentaler Zustand heute? Wir betrachten, wie ist mein mentaler Zustand heute? Wie sind meine Emotionen? Wie sind meine Gefühle? Fühle ich irgendwelche innere Aggression? Oder bin ich sehr aufgeregt? Bin ich sehr besorgt? Habe ich große Sorgen über irgendwas? Ist mein Kopf ständig am Denken? Bin ich ständig am Planen? Regeln? Analysieren? Oder ist mein Kopf einigermaßen entspannt und frei von exzessiven Gedanken? Dann beobachten wir, wie geht es uns körperlich. Fühle ich so, meine Schultern sind, ob meine Schultern ein bisschen schwer sind, ob meine Stirn entspannt ist oder fühlt das sehr viel Druck da? Gibt es irgendwelche Krämpfe irgendwo im Körper? Irgendwo ein Schmerzen oder so? Bin ich komfortabel in meinem Körper? Ist mein Körper leicht? Oder es fühlt sehr anstrengend und sehr beladen aus? Dann betrachten wir unseren spirituellen Zustand und fragen wir uns, wonach suche ich? Habe ich den Sinn meines Lebens erkannt? Bin ich zufrieden? Und allerwichtigste, habe ich Frieden im Herz? Und jetzt, wenn wir das alles betrachtet haben, zeigen einmal, wie wir letztes Mal gemacht haben. Wir heben unsere innere Kraft, die Kundalini heißt, worüber wir letztes Mal gelernt haben. Diejenigen, die vielleicht erstes Mal oder zweites Mal das machen, man mag diese Übung
nachdem man diese Selbstverwirklichung gekriegt hat. Aber es tut auch gut, wenn man einfach davor macht. Und so machen wir jetzt. Diejenigen, die uns erstes Mal schauen, linke Hand nach vorne und die rechte Hand geht von innen, oben, außen. Und so hebt man ihre Kraft einmal nach oben und machen wir eine Knote für den linken Kanal. Dann heben wir wieder. Zweites Mal für den rechten Kanal und machen wir 2 Knoten. Wir haben 3 Kanäle und deswegen dreimal, nochmal heben wir und machen wir 3 Knoten. Und jetzt haben wir unsere Kraft hochgehoben. Diese Kraft ist mit uns geboren. Und mit dieser erweckten Kraft oder dieser anwesenden Kraft in uns schützen wir unsere 7 Zentren. Rechte Hand und linke Hand, links zu rechts und zurück. So machen wir 7 Mal, einmal für jede energetische Zentrum in uns. So fangen wir mit dem ersten, links zu rechts und zurück. Zweite, links zu rechts und zurück. Dritte, links zu rechts und zurück. Vierte, fünfte, sechste und siebte. Diese 7 Zentren und 3 Kanäle sind die Grundlage unserer Existenz. Die kümmern sich um alle 4 Aspekte von uns. Und wenn wir irgendwelche Schwierigkeiten in irgendwelchen Aspekt haben, irgendwelche gesundheitliche, mentale oder emotionale Probleme haben oder einfach Lebensfreude nicht haben, das ist wegen Ungleichgewicht und Imbalance in dieses subtiles Körper. Und jetzt werden wir weiter mit unseren Balancierung anfangen. Zum Balancieren lassen wir beide Hände offen auf dem Schoß und legen wir rechte Hand zuerst auf die Erde, linke Hand offen auf dem Schoß. Einmal zeigen wir euch und danach machen wir alles mit geschlossenen Augen. Für den ersten Schritt, zweiter wäre rechte Hand offen auf dem Schoß, linke Hand Richtung Himmel. Dritter Schritt wäre beide Hände offen vor unserem Herz, offen halten und Kopf ein bisschen nach unten. Lass uns zuerst diese 3 Schritte machen, unseren Energiekanälen in Balance zu bringen. Einmal tief reinatmen, kurz anhalten und rausatmen. Legen wir linke Hand offen auf dem Schoß und rechte Hand Richtung Erde. Wie wir letztes Mal gelernt haben, die linke Kanal in uns ist unsere emotionale Seite, steuert unsere Emotionen, Gefühle und alle Wünsche. Linke Kanal ist auch ein Zeichen für unsere Vergangenheit und hat alles gespeichert, was alles in der Vergangenheit mit uns passiert ist. Alle Traumas, falls wir gehabt haben, alle emotionale Verletzungen, alle ungearbeitete Emotionen, alle unerfüllte Wünsche. Alles kann unseren linken Kanal blockieren. Und linker Kanal ist reine Wunschkraft in uns, ist die emotionale Seite. Und wenn linke Seite in guter Zustand kommt, dieser linke Kanal in guter Zustand kommt, dann haben wir automatisch Freude in uns. Egal welche Situation, egal welche Probleme wir haben. Und das ist die Qualität von einem gesunden linken Kanal. So lass uns jetzt zusammen unseren linken Kanal in Ordnung bringen. Linke Hand offen auf dem Schoß, rechte Hand auf die Erde. Und jetzt sagen wir, Mutter, bitte reinige meinen linken Kanal durch Erde.
Wenn wir hier Mutter sagen, man kann auch Energie sagen, Kraft sagen. Wir sprechen unsere innere Energie an, das ist die Kundalini. Man kann Mutter Kundalini sagen oder einfach Mutter sagen, wie ihr wollt. Oder Energie. Hier sagen wir Mutter, bitte reinige meinen linken Kanal. Bitte befreie meinen linken Kanal von allen negativen Emotionen, negative Gefühle, alle Unzufriedenheit, alle unreine Emotionen. Befreie unseren linken Kanal von allen unerfüllten Wünschen. Befreie unseren linken Kanal von irgendwelchen Traurigkeit, irgendwelchen Sehnsucht. Befreie unseren linken Kanal von negativen Emotionen und Gefühlen. Befreie unseren linken Kanal von allem falsches Wissen, Schuldgefühle oder Selbstmitleid oder Minderwertigkeitskomplexen. Befreie unseren linken Kanal von allen Traumas und ihre Effekte. Befreie unseren linken Kanal von allen falschen Konditionierungen, die uns in Irre führen. O innere Energie in mir, Mutter Kundalini, bitte reinige meinen linken Kanal nach der Yoga, nach unserer Selbstverwirklichung, nach dieser Kraft, die Kundalini in uns erweckt ist, sind wir automatisch in Verbindung mit allen 5 Elementen. Und diese 5 Elemente helfen uns jederzeit, unseren subtiles Körper zu reinigen, zu balancieren. Und der linke Kanal kann durch die Erde-Element gereinigt werden. Wenn der linke Kanal gereinigt ist, dann spürt man leichte, kühle Brise oder Leichtigkeit auf der linken Handfläche. So, Mutter, bitte reinige unseren linken Kanal und etabliere reine Freude, reine Wünsche und reine Emotionen. Schenke uns die emotionale Gleichgewicht, die emotionale Gesundheit. Alle psychosomatische Probleme, die uns eingreifen, die alle kommen aus linker Kanal oder wegen die Blockaden in den linken Kanal, zum Beispiel Depression. Achten wir beispielsweise auf die linke Handfläche und noch ein letztes Mal. Mutter, bitte mach meinen linken Kanal hell und freudig, rein und freudig. Bitte befreie meinen linken Kanal von irgendwelchen Lethargie. Wir lassen unsere linke Hand gemütlich offen auf dem Schoß. Wir haben unseren Wunsch geäußert zu unserer inneren erweckten Kraft. Jetzt gehen wir weiter
für unseren rechten Kanal ein paar Affirmationen sagen. Und dafür legen wir rechte Hand offen auf dem Schoß und linke Hand Richtung Himmel, wie wir vorher gesehen haben. Und hier sagen wir mit Aufmerksamkeit auf unsere rechte Handfläche, dass wir da merken können, was da passiert. Mutter Kundalini oder O Mutter, bitte reinige meinen rechten Kanal durch Luft- und Ätherelement. Der rechte Kanal in uns ist die aktive Seite, ist die rationale Seite. Der rechte Kanal gibt uns die Fähigkeit zu analysieren, Logik zu haben, zu rationalisieren. Der rechte Kanal gibt uns die Fähigkeit zu denken, zu planen. Die reine, stabile, konzentrierte Aufmerksamkeit ist auch von rechter Kanal kontrolliert. Wenn rechter Kanal in gutem Zustand ist unsere Aufmerksamkeit auch ruhig, entspannt, fokussiert, konzentriert. Wenn wir viel zu viel über die Zukunft denken, viel zu viel planen, Workaholic werden, dann unser rechter Kanal wird geheizt. Und diese Hitze kommt durch unseren exzessives Denkens. Und diese Hitze geht dann auch in unseren Organen und kreieren verschiedene gesundheitliche Probleme oder Imbalance. So jetzt wollen wir einfach diese Hitze von rechter Kanal loswerden. Hier sagen wir Mutter, du bist die Aktionskraft in unserem rechten Kanal. Bitte reinige unseren rechten Kanal durch Äther und Luft. Kühle unseren rechten Kanal. Befreie uns von exzessiven Gedanken, befreie uns von exzessiven Planungen, exzessive Ich-Gefühle, exzessives Ego. Befreie uns von irgendwelchen inneren Aggression, Unruhe. Befreie uns von Überverantwortung und Druck wegen Überverantwortungsgefühlen. Bitte kühle unseren rechten Kanal und kühle unsere Aufmerksamkeit. Lass meine Aufmerksamkeit rein, gelassener, entspannt und fokussiert und konzentriert werden. Bitte kühle meinen rechten Kanal. Deine Wunschkraft des Universums ist reflektiert auf unseren linken Kanal. Deine Aktionskraft des Universums ist reflektiert auf unseren rechten Kanal. Wir tun mental und physikal durch die Fähigkeit von unserem rechten Kanal. So hier können wir auch sagen, bis in unseren Last loszuwerden, wo alle durchgehende Kraft des Universums in Wirklichkeit alles ist schon organisiert, alles magst du. Du gibst die Inspiration und du gibst die Tatkraft. Ich mache nichts, ich bin nur ein Instrument. Mutter Kundalini, bitte kühle meine rechte Hand. Jetzt bringen wir beide Händen vor dem Herz zusammen.
Wenn der rechte Kanal gereinigt ist, dann hat man vielleicht die Leichtigkeit auf die rechte Hand gespürt. Es kann manchmal dauern, machen wir keine Gedanken darüber. Unser Kundalini weiß, was zu machen ist und sie langsam gibt uns die balancierte Zustand. Jetzt äußern wir unseren Wunsch für die Balance. Hier sagen wir mit Kopf ein bisschen verbeugen nach vorne, sagen wir hier, Mutter Kundalini, bitte schenke uns die Balance. Schenke uns die Gleichgewicht und Harmonie. Schenke uns die Balance zwischen unseren Emotionen und Rationalität. Balance zwischen unseren Wünschen und Aktionen. Lass mich nicht in Vergangenheit sein, das ist der linke Kanal. Lass mich nicht in der Zukunft sein, das ist der rechte Kanal, sondern in der Mitte, in Balance, im Zentralkanal, das ist die Gegenwart. Der linke Kanal repräsentiert unsere Vergangenheit, rechte der Zukunft und in der Mitte ist die Gegenwart. Der Zentralkanal repräsentiert unsere Gegenwart. Und hier wollen wir in den Zentralkanal etabliert werden, dass unsere Aufmerksamkeit, Bewusstsein, unser subtiles Körper befreit wird von beiden Extreme, Vergangenheit und Zukunft, und einfach Freude in der Gegenwart genießt. Sagen wir nochmal, Mutter, bitte schenke uns die Balance, Gleichgewicht und Harmonie. Lass mich im Hier und Jetzt sein. Im Gegenwart zu sein, ist der Anfang der Meditation. Ohne in Gegenwart zu sein, kommt man überhaupt nicht in den Zustand von Meditation. Man tritt nicht in diesem Bereich an, wenn man ist nur beschäftigt mit Gedanken, die aus der Vergangenheit kommen oder aus der Zukunft. In der Gegenwart gibt es keine Gedanken. Wenn man in der Gegenwart ist und zurückgebracht ist. Ein letztes Mal sagen wir, Mutter, bitte etabliere uns in den Zentralkanal, in der Mitte, in Gegenwart. Nehmen wir Hände zurück auf dem Schoß. Jetzt legen wir unsere rechte Hand auf das Herz, die linke Seite. Und hier sagen wir wieder, Mutter, bitte lass mein Herz offen sein. Und die Affirmation, was wir letztes Mal auch gesprochen haben. O Mutter, ich bin das reine Selbst. Ich bin in der Realität der reine Geist. Nicht diese alle falsche Identifikationen oder alle Identifikationen, die mich in Irre führen, die meine Erwartungen nicht erfüllen. Alle Identifikationen, die mir Schmerz bereiten. Ich bin nicht diese Gedanken, Intellekt, Ambitionen. Ich bin nicht dieses Wettbewerb. Ich bin nicht, was die Leute von mir denken. Ich bin auch nicht, wie ich mich beurteile. Aber ich bin das reine Selbst. Ich bin der reine Geist, das reine Bewusstsein. Ich bin der reine Bewusstsein, frei von alles.
Ich bin der Frieden und Freude im Herz. Nicht dieser Körper, nicht diese Emotionen, Gefühle, Gedanken, aber nur das reine Selbst, der reine Geist. Frei von alles. Ich bin der reine Bewusstsein. Jetzt bringen wir rechte Hand auf die Stirn, wie wir letztes Mal gemacht haben. Genau auf die Stirnebene kommen unsere 3 Kanäle zusammen. Und hier meistens die Bewegung von unserer Aufmerksamkeit zur Vergangenheit oder Zukunft bringt verschiedene Reaktionen, Gedanken, Sorgen. Und diese Stau einfach zu löschen, sagen wir hier, Mutter, ich verzeihe allen, ich verzeihe mir selbst, ich verzeihe alle meine Gedanken, alle Reaktionen. Ich bin nicht diese Mentalkonzepten, ich bin nicht diese Reaktionen, ich bin nicht diese Ego-Konditionierungen, aber ich bin das reine Selbst. Ich bin der reine Geist. Und ich verzeihe allen. Ich verzeihe mir selbst. Ich bin nicht diese Gedanken. Ich bin der Stille. Ich verzeihe allen. Ich verzeihe mir selbst. Ich verzeihe alle meine negativen Gedanken. Ich verzeihe allem alles, weil ich Frieden möchte, weil ich Frieden verdient habe. Weil ich meinen Frieden wertschätze. Ich verzeihe allen. Ich verzeihe mir selbst. Jetzt bringen wir rechte Hand auf dem Scheitel. Leichter Druck ausüben. Und massieren wir unseren Kopfhaut 7-mal in Uhrzeigersinn. Oder ein paar Mal in Uhrzeigersinn. Und jetzt sagen wir, wie letztes Mal, Mutter, bitte schenke mir meine Selbstverwirklichung. Diejenigen, die das vorher gemacht haben, können sagen, Mutter Kundalini, bitte vertiefe und etabliere meine Selbstverwirklichung. Diese Wiedervereinigung mit dem Ganzen. Bitte etabliere die gedankenfreie Bewusstsein, der Zustand des Meditation in uns. Bitte etabliere die Verbindung mit dem Ganzen und gib mir die Fähigkeit, das wahrzunehmen. Bitte lass mich vollkommen in diese Stille eintauchen. Lass mich eins mit der Stille des Universums werden. Schenke mir die Einheit und dieser tiefe Zustand des Meditations. Wir lassen unseren Hand für ein paar Sekunden auf dem Scheitel. Jetzt bringen wir unseren Hand zurück auf den Schoß. Ganz entspannt sitzen. Entspannte Aufmerksamkeit auf dem Scheitel, wo wir die Hand gelegt haben. Keine Anstrengung und keine Mühe geben. Wir lassen diesen Zustand in uns durch unsere Kundalini etabliert werden. Die wahre Meditation passiert durch unsere innere Kraft. Wenn sie die 6. Zentrum überquert, aussteigt und die 7. Zentrum durchdringt, bringen sie uns in den Bereich von Absolutstille. Diese Kraft durchdringt alle 6 Zentren, kommt raus von dem 7. Zentrum
und schenkt uns diese Freude von dieser Einheit, Freude von dieser Stille. Wir machen gar nicht. Wir lassen das einfach zu uns passieren. Und bleiben wie losgelöste Zuschauer, Beobachter. Jetzt heben wir unsere rechte Hand über dem Kopf hoch. 15 bis 20 Zentimeter und prüfen wir, ob wir hier leichte, kühle Brise, leichte, kühle Quelle spüren. Wenn wir ein bisschen Blockade in uns haben, in unseren Kanälen immer noch haben, es kann ein bisschen Kribbel oder Wärme auch sein. Das hat alles in Ordnung gebracht, keine Sorgen machen. Alles ist eine gute Zeichen. Prüfen wir mit der linken Hand. Idealerweise die linke Hand soll man auch sanfte, kühle Brise spüren. Falls da ein bisschen wärmer, Druck oder Kribbel ist auch ein Problem. Manchmal dauert es. Und alles, was wir spüren, ist eine gute Zeichen, weil das zeigt, dass wir die vibratorische Bewusstsein in uns etablieren, weil wir sind weitergekommen. Dass wir können unseren subtiles Körperzustand wahrnehmen auf unseren Handflächen. Das ist schon ein großer Schritt. Einmal mit der rechten Hand nochmal prüfen. Und wir bleiben in diesem Zustand und in diesem Bereich zwischen unseren Hand und Scheitel. Bringen wir die rechte Hand zurück auf den Schoß. Und wir hören einen Teil von Rede von Shrimataji über unseren subtiles Körper, über diese Yoga. Every religion has said that you seek yourself. So there was nothing wrong with all the prophets, incarnations, all the saints. They all said the same thing. But we have missed the point. Everything has become either money-oriented or is an intellectual probing. It is through intellectual probing you reach a point where you realize that you have not reached the reality. So what should we do? And this is a very great gift of modern times, which was promised long time back. It's described already in our Puranas that at the time
these modern times called as Kali Yuga, the Parama Chaitanya or this all-pervading power will become active. Means there is Kruta Yuga, it will become active. And through it, thousands of people will get their realization. Even in the Bible, they have said that it's quite a limited number. John has written in his revelation, it's quite a limited number, but we have already crossed that. And so many people have to become realized souls. It's very important today, and it's so easy. Sahaja. Saha is with, Ja is born. Born with you is the right to become one with the divine, united with the divine, that is yoga. Yoga is nothing but to be united with that divine power. That's what yoga is. All other things are subsidiary. This union brings forth new dimensions on our central nervous system. As an evolution, we always develop a new dimension. By this, you develop a new awareness of collective consciousness, by which you can feel other people, their centers. Sitting down here, you can feel the center of somebody who is dead. Even you can feel his centers and find out what he was. Was he a realized soul or not? You can find out about anybody, whether he was a realized soul or not, sitting down here. You have to just think about it, put your hands. If you are a realized soul, you can feel on your fingertips what is the problem. And somehow, if you know how to correct those problems, you get rid of your own diseases and the diseases of others, your own problems and the problems of others. First, you enter into a state of mind which we call as thoughtless awareness. When you cross this center of Agya, that is placed in the optic chiasma, you become thoughtlessly aware. You are aware, but there is no thought. So what a blessing it is. Sage Yoga, as we know, is a spontaneous union of the individual consciousness with the divine power through the awakening of our Kundalini, which many times remains dormant in our system. Mataji, it's a pleasure to talk to you right in your home turf in New Jersey. And tell us, I know last 4 years ago I met you, it was a great experience, and I want to tell our viewers again what it is all that you've been doing, promoting Sage Yoga for the last 30 years now, all over the world. Tell us again briefly, for viewers who don't know what Sage Yoga really means and signifies, what does it do and how do we get that absolute knowledge through this discipline? Saha means with, Ja means born. Is born with you the right to get this yoga is the union with the divine. So this is your birthright. All human beings have this right to get the awakening of their Kundalini, by which they become one with the divine power. This is the real yoga. Right. And as I said, even the ancient sages and astrologers, Bhrigu Mani talks about it, and you've written in your book also, Meta the Mahamira, yes. They all have talked about it. But in those days, they used to work on about, say, thousands of people, then select one of them, then cleanse them, and then they used to give them realization. Now the difference of this modern Sage Yoga, you can call it, is this. Yes. That you first give them awakening. Let them see for themselves what's wrong with them. Alright. Once they find out, let them correct themselves. And then it's perfect. Because if you try like this, then it will take thousands of years to give realization to many people.
with this method you can give collectively to thousands of people realization. Now we have to change the world. And how can we do it on individual basis if you go? This is the best way now. Thousands are getting realization all over, and now they are telling me it's in 86 countries working out. So we are going to have a global race, we can call it a global awakening, which is very important. And without this awakening, we cannot get transformed. This is to transform, to completely change. Realization cannot be traded. It's not a business. It is something innate and living process. Just like a seed sprouts, this happens to you and you become a self-realized soul. As a result of that, as I told you, your awareness become collectively conscious. You start feeling the cool breeze of the Holy Ghost coming out of your head, and also you feel this all-pervading power as cool breeze in your hands. Then when you start practicing it a little bit, your connections become settled with this all-pervading power. Then such a person become very peaceful and very dynamic, extremely dynamic, untiringly he can work. He is never frustrated, he is never angry, he is never upset. He becomes very peaceful and extremely compassionate. But the compassion is such that it acts. Even a glance of such a person acts on the being, and it brings forth the benevolence of others. This is for the benevolence of others. Unless and until this happens, you are not a Sahaja, nor you are in the right place. Now in Sahaja, Saha means with, Ja means bond. Bond with you is the right to be one, united with this divine power, which is the yoga. This is the real yoga. All other yogas are subsidiary. They help you out here. And those people who do artificial yogas do not achieve anything. Once this happens, the transformation takes place. I have seen people becoming very beautiful and so great that one day will come, this world has to change, and we all will be filled with that feeling of collective consciousness, where we'll all feel that we are belonging to one personality, part and parcel of one personality, the microcosm, the parts of a macrocosm. This has to happen. Many people are talking about it, hinting about it. As they say, it's the age of Aquarius. That's a fact. Aquarius is the Kumbha, is the one with the pitcher, which is where the Kundalini is placed. So wir bleiben in die Stille für ein paar Sekunden. Alles, was wir in der Rede von Mataji gehört haben, lassen wir in uns etabliert werden. Die Kundalini nimmt alles auf. Wir brauchen gar nicht überlegen, analysieren. Wir bleiben einfach in dieser Stille.
Jetzt können wir nochmal über dem Kopf rufen. Mit der rechten Hand. Ob das jetzt ein bisschen leichte, kühle Brise zu fühlen ist. Und dann mit der linken Hand. Ob das jetzt ein bisschen leichter ist, Vergleich zu Anfang oder Vergleich zu die vorige Erfahrung, was wir gemacht haben nach der Balancierung. Nochmal mit der rechten Hand prüfen. Jetzt schließen wir unsere Meditation nochmal, wie wir am Anfang gemacht haben. Wir heben unsere Kundalini wieder hoch und geben uns Schutz für 7 Zentren. Das machen wir dreimal für 3 Kanäle in uns. Nochmal. Fangen wir an und machen wir eine Runde. Dann fangen wir wieder an für die rechte Kanal. Mit vollem Verstand, nicht mechanisch, dass wir unsere eigene erweckte Kraft hochheben und wir eine Bundel bauen. Für die Zentralkanal heben wir wieder und machen wir 3 Knoten. Dann mit dieser erweckten Kraft schützen wir wieder unseren 7 Zentren, dass dieser schöne Zustand wir weiter ertragen können, weiter erhalten können und genießen können. Links zu rechts und zurück 7 Mal für die erste Zentrum. Zweite liegt im Unterbauch. Dritte liegt im Bauchbereich. Vierte liegt auf dem Herzebene. Fünfte liegt im Halsebene. Sechste auf die Stirnbereich. Und siebte auf dem Scheitel. Jetzt wieder beide Hände vor dem Herz lassen, Kopf ein bisschen verbeugen und schauen wir, was wir spüren. Ob das jetzt noch kühler geworden ist, noch leichter. Unabhängig von was wir spüren, spüren wir auch natürlich innerhalb von uns auch diese Leichtigkeit, diese Freude. Es spiegelt auch innen und außen. Dann bringen wir beide Hände zusammen als ein Zeichen für Gleichgewicht und wünscht, dass wir dieses Gleichgewicht erhalten wollen, in Balance bleiben wollen und auch tiefe Dankbarkeit gegenüber unserer inneren Energie, die Kundalini, für die Selbstverwirklichung und für diese Erfahrung und Dankbarkeit gegenüber Shrimataji Nirmala Devi, die diese Lehre zu der Welt gebracht hat. Dann enden wir unsere heutige formale Stunde. Wir sind im Zoom-Raum. Wir können jetzt einfach ganz normal über unsere Erfahrung unterhalten und die Livestreaming endet hier. Wir sehen uns nächste Woche wieder am Dienstag, 19:30 Uhr und gehen wir weiter, noch mehr Ebenen in unserem subtiles Körper zu entdecken und diese Reise weiter zu machen. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bleibt gesund und viel Licht in eurem Herz und viel Freude. Vielen Dank.
Diejenigen, die in den Zoom-Raum sind, können wir noch für ein paar Minuten meditieren, wenn wir wollen.